So, der ist weg. Hast du gekleckert? Was weiß ich. Dann gab es halt diesen großen Kontrast und praktisch anschließend an dieser Befestigung der innerdeutschen Grenze, du bist mit einer Moskau-Reise ausgezeichnet worden. Das war 1963, da warst du 23. Ja. Gab es besonders Ereignisse? Ja, das Schöne an der Moskau-Reise war das Ergebnis, dass ich meine Frau dort kennengelernt habe, meine spätere Frau. Die war Lehrerin und die hatte auch zum Studienabschluss haben die eine Reise gemacht, weil sie Russischlehrerin war. Und da waren praktisch im Sonderzug ein Waggon die Lehrerin und ein Waggon NVA, also Soldaten oder Unteroffiziere. Ja, und da haben wir uns kennengelernt bei dieser Gelegenheit in Moskau. Wir sind jetzt schon alle aufgenommen worden, die ganze Familie. Erst Anne, dann ich, dann die Kathi im Sehen statt Hören und jetzt Karl-Heinz. Und ja. Setz mich hin. Ja, brauchst du keine Klappe. Doch, mach doch mit der Hand. Stell aber bitte keine blöden Fragen oder sag's vor. Blöden Fragen. Das ist nur mal eine echte Klappe. Ja, gut. Zeitzeugeninterview Anita und Karl-Heinz Kries, Zusatz 6, 7.8.24. So. Anita, ihr habt euch, jetzt habe ich es schon wieder 1963, ne, bei einer Ja. Moskau-Reise kennengelernt. Wie Ja. kam es eigentlich dazu, dass du mit so einer Reise ausgezeichnet wurdest und was für eine Erinnerung hast du an eure gemeinsame Reise? Also ausgezeichnet ist vielleicht, stimmt nicht ganz. Ich habe studiert und wir hatten Hauptfach Russisch in dem Jahr und deshalb ist unsere ganze Seminargruppe nach Moskau gereist. Einfach so, um die Sprache noch ein bisschen... Aber das war ja organisiert, das habt ihr Naja, von der Schule aus. Von der Schule aus. Ja. Und was hast du Erinnerungen? Wie hast du den Karl-Heinz kennengelernt? Wir waren dort in dem Ballett Raimonda. Auf dem Rückweg hat er mit noch einem, meine Freundin und mich, so ein bisschen verfolgt. Das war's. Wirklich. Ja. Und so kamen wir zusammen. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Über 60 Jahre. Ne? Ja. Fast 61 Jahre. Ja, ja. Ich muss jetzt Nee, fragen. 61 und noch ein... Ja, doch. Ja. Ich muss die Frage einfach stellen, weil das geht nie ohne Glück. Was glaubt ihr, was das Geheimnis ist, dass ihr so lange zusammen seid? Ja, Liebe, Kompromisse, sehr viele Kompromisse. Die man bewältigen muss, um durch dick und dünn zu gehen. Es gab viele Probleme und Schwierigkeiten und die haben wir dann irgendwie gemeistert. Ihr seid ein gutes Team. So sehe ich das. Ja, das stimmt. Immer wichtig, dass man zusammenhält, den anderen versteht und sich auch mit seinen Gefühlen auseinandersetzt und auch mal selber sagt, Mensch, das habe ich ja da völlig falsch gemacht. Das hätte ich so nicht machen dürfen. Und das ist eine Sache, die man sich mit der Zeit dann auch
angewöhnt hat, nachzufragen, habe ich mich richtig verhalten, warum habe ich das gemacht und dass man sich auch entsprechend entschuldigt anschließend. Ja, also Probleme hat man auch, wie in jeder Ehe, gibt es genug. Ich glaube, es gibt wohl keine, wo das nicht der Fall ist. Aber wir haben uns immer wieder zusammengerauft und alles durchgestanden. Und das ist das Gute. Und Liebe gehört natürlich auch dazu. Das ist natürlich wichtig. Immer wieder. Gut. Dankeschön. Ich kenne euch ja jetzt schon eine Weile oder eine kleine Weile von eurer Ehe und es ist total herrlich, euch zu kennen. Das war ganz toll. Dankeschön für das Interview und eure Zeit. Gerne.